Hi, mein Name ist Sebastian Porkert. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Ecofario GmbH. Ecofario ist ein Münchner Greentech-Startup und wir haben uns darauf spezialisiert, Mikroplastik plus anhaftende Schadstoffe aus Kläranlagenabwässern rauszufiltern. Und das Ganze auf eine filterlose, innovative Art und Weise. Wenn wir jetzt versuchen würden, das Design von unserem Produkt runterzubrechen, dann habe ich hier mal einen kleinmaßstabigen Prototypen dabei. Da sieht man schon die Hauptkomponenten Deckel, 1, 2, 3 Konusteile und hier unten ein Auslass. In der Mitte sind noch ein paar weitere Komponenten verbaut, die ich dir gleich zeigen kann. Das Einfache an dem Prinzip ist, wir leiten das Wasser hier ein, es wird tangential in eine Strömung versetzt und die Strömung arbeitet sich dann von oben nach unten durch dieses Gehäuse durch. Und durch dieses Durcharbeiten der Strömung werden ganz extreme G-Kräfte erzeugt, mit denen wir dann das Mikroplastik sozusagen rausschleudern. Was für uns von Anfang an im Rahmen unseres Produktdesigns ziemlich wichtig war, ist der Aspekt Engineered Simplicity. Weil wir der Meinung sind, dass auch wenn es ein hochtechnisches Produkt ist und das eine hochtechnische Aufgabe erfüllen soll, dass das Produkt doch einfach sehr einfach und simpel gestaltet sein muss und dadurch ja eine besondere Funktionsweise eben hat, weil was einfach ist und funktioniert, ist besser als etwas, was kompliziert ist und funktioniert. Und wir haben uns dabei das Konzept zur Hand genommen, dass wir versuchen, mit möglichst wenig Komponenten, die einfach zu fertigen sind, perfekte Strömungsverhältnisse zu erzeugen, weil unsere Technologie auf optimalen Strömungsverhältnissen beruht und dadurch eben einen hohen Wirkungsgrad zu erreichen. Und äußern tut sich das folgendermaßen, dass unsere Kernkomponente, den High-G-Separator, so wie wir ihn nennen, zu nur maximal 9 Einzelteilen besteht und dabei aber mehr als 90-95% Mikroplastik herausfiltern kann. Und das ist eine absolute Neuheit auf dem Markt, dass das Ganze ohne Filter funktioniert, sondern eben nur mit Strömung und Gravitation. Das Ziel für uns ist zunächst mal, das globale Problem der Mikroplastikverschmutzung anzugehen. Und das heißt, da wir wissen, dass das meiste Mikroplastik, das wir in den Ozeanen finden, eben aus unserem Abwasser kommt, dass wir an der Schnittstelle der Abwässer angreifen müssen. Und das sind die Kläranlagen. Weil natürlich könnte ich versuchen, als einzelner Verbraucher weniger Mikroplastik zu erzeugen oder versuchen, durch zum Beispiel so ein Guppy-Bag oder feine Filter Mikroplastik in der Waschmaschine rauszufiltern. Aber da ist halt einfach das Problem, dass das dann die Masse tun muss, dass es auch funktioniert. Und für uns ist das einzig Sinnvolle, weil wir eben Verfahrenstechniker sind, alles Ingenieure sind, dass wir an der Schnittstelle angreifen. Und die Schnittstelle ist hier eben die Kläranlage. Und das ist der primäre Aspekt oder das primäre Ziel unserer Technologie. In Zukunft können wir dann aber auch in Richtung Prozesswässer gehen, zum Beispiel der Zellstoff- und Papierindustrie, wo viel Mikroplastik erzeugt wird, in der Automobilindustrie, wo Waschwässer in Lackierereien aufbereitet werden müssen und so weiter. Also überall, wo viel Wasser benötigt wird. Die, die Frage, Mikroplastik in den Meeren zu filtern, ist die Frage der Utopie. Also das ist eine Sache, der ich mir als Ingenieur bewusst bin, dass das nie möglich sein wird. Wir können da zwar so Tropfen auf den heißen Stein Aktionen verwirklichen, wie den Great Ocean Cleanup oder andere Ansätze, aber die werden uns nie helfen, das komplette Plastik aus den Ozeanen rauszubekommen, weil alles, was wir da irgendwie versuchen können zu filtern, spielt sich in den oberen 5 Metern des Ozeans ab. Und da befinden sich einfach nur kleine Anteile des Plastiks, die im Ozean sind. Alle schwereren sinken sofort ab, alle leichteren werden immer schwerer durch Bewuchs. Das heißt, es sind alles nur Tropfen auf dem heißen Stein und dann können wir dadurch nur die großen Teile rausholen. Weil wenn man mit kleineren Netzen arbeiten würde, hätte man extrem viel Beifang, also Fische und so weiter. Und da müssen wir uns leider damit abfinden, dass wir wohl gegen das Mikroplastik, das in den Weltmeeren bis jetzt ist, nichts tun können werden.